Hallo, meine Aufgabe bei ProLehre ist es, die Lehrenden bei der Gestaltung und Planung ihrer Lehrveranstaltung zu unterstützen. Und heute unterstütze ich Herrn Meier. Herr Meier ist Dozent an der TU München. Aktuell unterrichtet er ein Grundlagenfach im 2. Semester Bachelor. Aus Kooperationen mit der Praxis weiß er, dass in der Industrie insbesondere die Anwendung von Wissen und auch kritisches Denken gefragt sind. Deshalb lehrt Herr Meier in seiner Veranstaltung nicht nur die theoretischen Grundlagen, sondern er versucht den Studierenden auch nahezubringen, diese anzuwenden, Praxisbeispiele zu suchen und Sachverhalte kritisch zu hinterfragen. Wie in jedem Modul gibt es am Ende eine Klausur, in der Herr Meier sehen möchte, was bei seinen Studierenden tatsächlich hängen geblieben ist. Man muss wissen, Herr Meier hat 500 Studierende. Das heißt, er hat beschlossen, bei 500 Studierenden nicht groß offene Fragen zu stellen, sondern lieber Multiple-Choice-Fragen zu stellen und ein paar offene, kleine, in denen er Definitionen abprüft oder Bestandteile von Konzepten. Das heißt, was Herr Meier grundsätzlich prüft, ist Theorie. Nun kommen unsere Studierenden ins Spiel. Das ist Philipp. Philipp studiert im 2. Semester und sitzt bei Herrn Meier in der Veranstaltung. Was ist das Ziel von Philipp? Philipp möchte am Ende die Klausur bestehen. Was wird er dafür tun? Er wird wahrscheinlich Altklausuren anschauen, versuchen herauszufinden, was wirklich drankommt, indem er Kommilitonen befragt von früheren Semestern. Er wird das Skript anschauen. Das heißt, der Fokus von Philipp ist klar auf die Prüfung. Was muss ich tun, um die Prüfung zu bestehen? Was er also lernen wird, sind die theoretischen Grundlagen. Was dadurch entsteht, ist ein Spannungsfeld. Denn Herr Meier versucht mit viel Energie und Engagement, die Studierenden die Anwendung näher zu bringen und sie zu kritischen Denken zu ermutigen. Die Studierenden werden aber ihren Augenmerk auf die Prüfung richten, logischerweise, und dadurch verpufft die Anstrengung von Herrn Meier. Was können Sie als Lehrende oder auch Herr Meier tun, dass das nicht passiert? Wichtig ist, dass Sie sich zuerst überlegen, was sind meine Ziele? Was sollen die Studierenden am Ende der Veranstaltung wirklich tun können? Wir nennen das angestrebte Lernergebnisse. Bei Herrn Meier ist es theoretische Grundlagen wiedergeben können, diese auch anwenden, Praxisbeispiele benennen können und Sachverhalte kritisch zu hinterfragen. Als zweiten Schritt überlegt man sich dann, wie möchte ich überprüfen, ob bei den Studierenden auch tatsächlich die Lernergebnisse angekommen sind. Das heißt, ich mache mir Gedanken über meine Prüfungsmethode. Natürlich sind Multiple-Choice-Fragen nicht unbedingt gut dafür geeignet, kritisches Denken zu prüfen. Dafür bräuchte ich eher Fallstudien, die die Studenten auseinandernehmen, Pro-Kontra-Diskussionen. Bei 500 Studierenden ist die Bewertung davon ziemlich aufwendig. Herr Meier müsste sich also nun Gedanken machen, ob er seine Lernergebnisse anpassen möchte oder an diesen festhält und die Prüfungsmethode überdenkt. Als letzten Schritt überlegen Sie sich dann als Lehrender, wie kann ich meine Studierenden dazu befähigen, tatsächlich die Ziele zu erreichen? Welche Lehr- und Lernaktivitäten müssen Sie in und außerhalb der Veranstaltung machen, um die Ziele frühzeitig zu lernen? Wenn ich also möchte, dass jemand kritisch denken kann, reicht es nicht, wenn ich einen Vortrag halte. Ich muss die Studenten zum kritischen Denken anregen, indem ich sie diskutieren lasse, indem ich ihnen Fälle präsentiere. Nur dann kann ich auch tatsächlich meine Ziele erreichen. Diesen Dreischritt nennen wir Constructive Alignment. Und wenn Sie mehr zu Constructive Alignment erfahren wollen, lege ich Ihnen das Buch von Biggs und Tang ans Herz oder kommen Sie mit uns ins Gespräch.